Wow, Essen, ihr seid krass. Ja. Der reichste Mann der Welt macht auf einer der größten Bühnen der Welt einen Hitlergruß und die Welt rätselt darüber, wie Elon Musk das jetzt wohl gemeint hat. Der gleiche Mann, der die AfD offen unterstützt, 10 Tage später wiederholt ein Priester auf dem National Pro-Life Summit in den USA eben diese Geste, als wäre diese eine komplett normale politische Aussage. Zur selben Zeit veranlasst Donald Trump den Ausbau des Hochsicherheitsgefängnisses Guantanamo Bay, um dort 30.000 Geflüchtete unterzubringen. Transpersonen können immer häufiger nicht aus den USA ausreisen. Migrantische Kinder werden aus ihren Schulen gerissen. Auch hier in Deutschland wird der Faschismus immer salonfähiger. Die CDU unter Friedrich Merz arbeitet längst nicht mehr nur indirekt mit der AfD zusammen. Sie öffnet Türen, baut Brücken, macht sich zum Steigbügelhalter der extremen Rechten. Diese Woche ist die Brandmauer im Parlament gefallen. Die Merz-CDU hat einen Antrag mit Stimmen der AfD durchgeboxt. Und auch wenn der Gesetzentwurf gestern zum Glück ganz knapp abgelehnt wurde, hat die letzte Woche gezeigt, wer die CDU unter Merz wählt, wählt indirekt auch die AfD. Wir haben es alle gespürt. Die letzten Wochen waren schwer. Es war schwer, die Nachrichten zu verfolgen. Es war schwer, sich dem Gefühl zu entziehen, dass das, was wir befürchtet haben, schneller Realität wird, als wir dachten. Schwer, nicht in Angst zu versinken. In den letzten Wochen habe ich mich oft alleine gefühlt. Ich weiß, dass es vielen Menschen in meinem Umfeld auch so geht und dass die politische Lage uns alle einschüchtert. Ich habe Angst. Angst um meine migrantischen Freundinnen, um meine queeren und Transgeschwister, um meine behinderten Mitmenschen, um meine Flinter-Friends. Ich habe auch Angst um mich selbst. Als offen queere, behinderte Flinter-Person betrifft mich die menschenverachtende Politik der AfD direkt und auch Menschen in meinem direkten Umfeld müssen Angst haben. Politik ist nämlich nicht nur etwas, mit dem ich mich nebenbei beschäftige. Politik ist aktuell mehr als jemals zuvor in meinem Leben etwas Persönliches. Ich kann es mir nicht leisten, nicht über Politik nachzudenken, weil meine gesamte Person, meine gesamte Identität politisch ist, weil meine bloße Existenz politisch ist, weil rechte Kräfte aus Minderheiten und diskriminierten Gruppen ein Feindbild schaffen. Unter einer AfD-Regierung hätte ich nicht auf eine Regelschule gehen dürfen. Unter einer AfD-Regierung sollte mein Ziel im Leben sein, dem traditionellen Familienbild zu entsprechen, Kinder zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Unter einer AfD-Regierung wäre meine Geschlechtsidentität unsichtbar, das Selbstbestimmungsgesetz wieder abgeschafft. Unter einer AfD-Regierung müsste ich Angst haben, wenn ich ein Mädchen küsse. Deswegen sind das jetzt die Zeiten, in denen wir mutig sein müssen, verteidigen müssen, was uns wichtig ist, wofür wir stehen und wofür wir brennen. Ich denke viel über Angst nach in den letzten Wochen. Auf dem Flintermarsch habe ich gesagt, macht weiter, steht auf, seid laut und tut es trotz der Angst. Heute sage ich, tut es wegen der Angst. Ihr habt so viel zu verlieren und noch mehr zu gewinnen, deswegen gebt nicht auf. Schaut euch alle bitte einmal um. Die Menschen um euch rum, das sind eure Menschen, eure Freundinnen, eure Verbündeten, eure Familie. Schöpft Hoffnung aus Gemeinschaft, nehmt euch auch mal in den Arm, seid füreinander da. Hört einander zu, spendet Trost und teilt Hoffnung. Wir müssen einander schützen, weil wir wissen, dass es sonst niemand tut. Und wir sind so unfassbar viele. Heute stehen wir hier zu Tausenden in Essen auf der Straße. Auf dem Flintermarsch am 19.01. waren wir 15.000. Letztes Wochenende war ich in Berlin auf einer Gegen-Rechts-Demo und wir waren 100.000 Menschen. In Köln waren es 70.000 und überall im Land lehnen sich Menschen auf, leisten Widerstand, setzen ein Zeichen. Denn nie wieder, das ist jetzt. Nie wieder, das sind wir. Kämpft dafür. Lasst euch nicht von der Angst ertränken, sondern seht es sie als ein Zeichen, um weiterzumachen.
Steht weiter auf, auch wenn eure Füße wehtun. Steht weiter auf, auch wenn ihr müde seid, denn wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir sind die Brandmauer, die Merz und Lindner einreißen wollen. Und solange es uns noch gibt, solange es Menschen gibt, die eine klare Kante gegen Faschismus zeigen, gibt es Hoffnung. So unfassbar viel Liebe an euch alle. Ihr gebt mir Mut.